Hallo zusammen, mit dem heutigen Tag ist die neue Amazfit T-Rex Ultra 2 erschienen, die robusteste und größte Uhr von Amazfit. Ich konnte die Uhr schon vorab etwas testen und möchte hier meine Erfahrung wiedergeben. Wir sehen jetzt hier auch schon auf der rechten Seite die neue T-Rex Ultra 2 mit einem Titangehäuse der Güteklasse 5, also sehr robust. Zum Vergleich, ich habe mal die T-Rex 3 Pro zur Seite gelegt, einmal in der 44 mm Variante und einmal in der 48 mm Variante. Und die T-Rex Ultra 3 ist hier nochmal deutlich größer und zwar mit 51 mm. Auch bei der Dicke hat sich was getan. Die T-Rex Ultra 3 fällt etwas dicker aus mit 14,3 mm. Was das Gewicht der Uhr angeht, beträgt es hier 89,2 Gramm mit Armband. Der Body selber wiegt 67,5 Gramm und das Armband hier 21,7 Gramm. Und die Uhr selbst ist bis 10 ATM wasserdicht, wie auch schon bei der T-Rex 3 Pro. Wenn wir die Uhren umdrehen, gibt es auch noch einen kleinen Unterschied. Das Titangehäuse geht auch hier hinten weiter bei der Ultra 2, anders noch als bei der T-Rex 3. Hier haben wir dann verstärktes Polymer. Einen weiteren Unterschied gibt es dann beim Armband. Wenn wir bei der T-Rex 3 Pro hier noch mit so Stiften arbeiten, die klassischen Uhrenstifte, habt ihr hier mit der Ultra 2 nun auch hier ein Quick-Release-Armband. Das heißt also, ihr könnt auch ganz einfach hier die Armbänder tauschen, ohne hier groß was mit den Federn einzustellen. Was den internen Speicher der Uhr angeht, so beträgt dieser hier 64 GB für Offline-Musik, Podcast oder auch Kartenmaterial. Und die Uhr kann ab der Android-Version 7 bzw. iOS-Version 15 genutzt werden. Das Ganze läuft dann hier auf der Zepp-App. Preislich liegen wir bei der T-Rex Ultra 2 dann bei 549,90 Euro. Aber es gibt dann auch ziemlich schnell hier gute Rabatte, die ihr bei Amazfit dann hier nutzen könnt. Im Bereich des Displays hat sich gegenüber der T-Rex 3 Pro nicht viel verändert. In der 48 mm Variante hatten wir 1,5 Zoll. Das gleiche bekommen wir auch bei der T-Rex Ultra 2. Auch hier sind es 1,5 Zoll. Und das Display kann bis 3000 Nits hell werden. Das heißt also, auch draußen im Freien kannst du es ohne Probleme ablesen. Was die Steuerung der T-Rex Ultra 2 angeht, so kannst du einmal hier komplett über Tasten steuern oder über das Touch-Display. Das heißt also, je nachdem, was du bevorzugst, kannst du dann hier an dieser Stelle verwenden. Und durch das neue Betriebssystem bzw. neue Update hast du nun auch die Möglichkeit, die Schriftgröße anzupassen. Besser gesagt, du kannst zwischen 6 verschiedenen Größen auswählen. Das geht aber auch bei der T-Rex 3 Pro seit dem letzten Update. Was die Sensoren und Konnektivität angeht, so bekommst du mit der T-Rex Ultra 2 natürlich einmal einen Kompass, aber auch einen barometrischen Höhenmesser mit Unwetterwarnung. Die kannst du dann hier aktivieren und ist natürlich auch hier ein Temperatursensor mit an Bord. Natürlich darf bei der T-Rex Ultra 2 dann auch kein Bluetooth-Chip fehlen. Das heißt also, du kannst zum Beispiel Kopfhörer verbinden oder auch den Helio-Strap zum Pulsmessen ist möglich, aber dann auch andere weitere Brustgurte sind hier optional zu verbinden. Beziehungsweise, wenn du dann im Rad unterwegs bist, kannst du auch ein Leistungsmesser verbinden, sei es auf der Indoor-Rolle oder direkt am Fahrrad selbst. Und da bekommst du auch die Leistungswerte hier während der Fahrt angezeigt und kannst nach Leistung trainieren. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen WLAN-Chip, den kannst du zum Beispiel nutzen für Over-the-Air-Updates oder zum Beispiel dann auch für Kartendownloads. Und wie schon mit der T-Rex 3 Pro bekommt ihr auch mit der T-Rex Ultra 2 nun eine Taschenlampe verbaut. Wenn ihr länger oben drauf drückt, wird diese dann hier aktiviert. Du hast auch die Möglichkeit, hier die Lichtstärke einzustellen. Die maximale Lichtstärke beträgt hier 200 Lux. Solltest du im Notfallmodus sein, SOS-Modus, kannst du auch bis zu 300 Lux einstellen. Was aber neu hinzukommt, ist, dass du nämlich jetzt die Möglichkeit hast, wenn du die Taschenlampe aktivierst, auch auf einen Grünmodus zu gehen. Das heißt also, die Uhr ist dann jetzt auch Nachtsichtgerät tauglich. Bei der T-Rex 3 Pro war das Licht hier noch rot. In diesem Fall ist es jetzt dann hier grün. Und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, es gibt natürlich dann auch den SOS-Modus. Das heißt also, wenn wir von oben nach unten wischen, könnt ihr auch diesen hier verwenden. Da gehen wir jetzt einfach mal hier rüber. Dann sehen wir auch hier schon SOS. Das wählen wir jetzt aus. Dann sehen wir auch hier, wird das SOS dann entsprechend gesendet. Du hast dann natürlich auch die Möglichkeit, auch die Helligkeit anzupassen. Und hier kannst du den Boost-Modus nutzen. Das heißt also, da hast du dann die 300 Lux Helligkeit auf deiner Uhr. Das ist aber noch nicht alles an Funktionen. Du hast auch die Möglichkeit, einen sogenannten Sicherheitsalarm bei den Aktivitäten zu starten. Das heißt also, wenn zum Beispiel die Sonne untergeht oder generell eingeschaltet, dann kannst du zum Beispiel ein Blitzen einstellen und so hast du dann immer am Handgelenk auch eine Warnung, dass du gerade unterwegs bist, dass du hier auf der Straße erkannt wirst, neben deiner normalen Stirnleuchte, die du hoffentlich auch dabei hast. Auch im Bereich smarte Funktion bietet uns die T-Rex Ultra 2 alles an, was Amazfit zu bieten hat. Zu einem bekommen natürlich einmal hier klassisch die Wetteransicht bzw. die Prognosen für die nächsten Stunden, als auch eine Einschätzung, ob du hier Sport machen solltest oder auch nicht.
und natürlich die nächsten Tage sind als Prognose mit dabei. Und es gibt natürlich hier auch ganz klassisch den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, als auch den Mondaufgang. Das heißt also, das kannst du ebenfalls hier anzeigen lassen, beziehungsweise die Gezeiten, wenn du dann in der Nähe bist. Du hast auch die Möglichkeit, beim Sonnenaufgang und Untergang hier den Alarm zu setzen. Das heißt also, wenn du in den Bergen unterwegs bist und das hier nicht ganz mitbekommst oder im Wald, kannst du auf jeden Fall darauf hingewiesen werden, dass jetzt hier die Sonne untergeht. Und wie ihr es von Amazfit gewohnt seid, könnt ihr auch mit der T-Rex Ultra 2 telefonieren. Ist auch Mikrofon, Lautsprecher verbaut. Voraussetzung dafür ist aber, dass das Handy mit der Uhr verbunden ist, weil ein eigener LTE-Chip ist nicht mit dabei. Hallo, grüß dich. Hallo, Kannst du mich soweit gut verstehen? ich verstehe dich, aber es ist ein bisschen leise. Okay, der Abstand ist eigentlich jetzt ganz normal, wie bei anderen Uhren auch, aber da ist die Verbindung scheinbar besser oder beziehungsweise das Mikrofon. Aber wir verstehen dich sehr gut. Kannst du noch ein bisschen was sagen? Ja, ich bin gerade dabei, Kürbissuppe vorzubereiten. Oh, es gibt Kürbissuppe. Ja, Ich lecker. weiß nicht, was ich sagen soll. Soll ich einen Witz erzählen? Nee, passt schon. Okay, vielen Dank. Das haben wir alles mal gehört, wie sich das anhört. Danke dir. Danke. Ciao. Natürlich könnt ihr mit der Ultra 2 dann auch euer Telefon suchen. Und das ganz Tolle ist hier vor allem, dass wenn wir hier aktivieren, dass wir einmal hier eine Vibration haben. Besser gesagt, das Handy ist momentan stumm geschaltet. Du kannst es aber hier über die Uhr auch entstummen. Und dann hören wir da auch dann direkt das Handy. Und so habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, auch dann das Handy zu suchen. Ebenfalls gibt es natürlich auch die Option hier Sprachnotizen zu hinterlegen. Wenn es Video gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da, das freut mich den Algorithmus. Und ihr könnt euch diese natürlich dann auch anhören. Gehen wir jetzt einfach drauf. Wenn das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da, das freut mich den Algorithmus. Und es gibt auch die Option, leider nur auf dem iPhone, hier deine Kamera zu steuern. Das heißt also, wenn wir hier auf den Fernauslöser draufgehen, verbindet sich die Kamera und es wird die letzte Einstellung des iPhones genutzt. In dem Fall ist jetzt hier zum Beispiel Videoaufnahme. Ihr seht hier, wird das Video dann auch gestartet, beziehungsweise ihr könnt es dann auch stoppen. Und mit dem neuesten Update habt ihr auch die Möglichkeit, hier Podcast herunterzuladen. Dafür müsst ihr aber einen RSS-Feed hinterlegen. Sehen wir hier zum Beispiel, ich habe jetzt einfach mal einen runtergeladen, Bits und so. Und ihr könnt es dann auch tatsächlich direkt über die Uhr hören, wenn ihr das wollt. Leo hatte neulich gesagt, das mit Siri und 26.4, naja, wer weiß, ob das so... Und es geht dann auch Offline-Musik. Da müsst ihr aber die Daten direkt auf die Uhr übertragen, also MP3s, Spotify, Amazon Music, Deezer. Das wird leider momentan aktuell nicht unterstützt. Ebenfalls unterstützt die T-Rex Ultra 2 dann auch ZEP Flow. Dafür muss aber immer das Handy verbunden sein und es ist auch die Möglichkeit, die Uhr hier offline über Sprachsteuerung zu steuern. Das ist auf jeden Fall auch eine Option. Als weitere Komfort-Widgets gibt es natürlich dann auch die Weltzeituhr. Bei dem könnt ihr hier verschiedene Städte hinterlegen, bekommt auch direkt die Uhrzeiten angezeigt. Solltest du viel auf Reisen sein, gibt es auch einen Jetlag-Manager. Da kannst du deine Reise hinterlegen und dann bekommst du 72 Stunden vorher angesagt, wie du dich verhalten sollst, damit du mit wenig Jetlag ankommst. Und es gibt natürlich auch eine klassische Aufgabenliste, bei der du hier Aufgaben hinterlegen kannst, beziehungsweise diese abhaken kannst, sobald du diese hier erledigt hast. Und ich hatte es ja schon kurz erwähnt, wie ihr es von Amazfit-Uhren gewohnt seid, könnt ihr auch mit der T-Rex Ultra 2 über den Amazfit Store natürlich auch weitere Apps herunterladen. Manche sind kostenlos, manche sind kostenpflichtig, aber so könnt ihr auf jeden Fall die Funktion der Uhr erweitern. Ein wichtiger Aspekt für Sportuhren sind natürlich auch die Fitnessfunktionen. Und so bietet uns die T-Rex Ultra 3 natürlich einmal die Möglichkeit, hier die Schritte zu zählen. Ihr bekommt einmal täglich die Übersicht, einmal von gestern und von heute. Die Schritte sind auch hier sehr plausibel. Das gleiche ist dann auch mit den Aktivitätszeiten, die werden erfasst, aber natürlich dann auch deine Stehzeiten, als natürlich dann auch eine Gesamtübersicht der Kalorien generell und den Aktivkalorien. Diese sind auch immer hier sehr plausibel. Und natürlich habt ihr auch nochmal eine Übersicht, wie viele Kilometer wir gelaufen sind, ohne eine Aktivität aufzuzeichnen. Das heißt also, du bekommst es generell angezeigt und natürlich wird auch die Treppensteigen, ist auch eine Option, die du hier mit dazu bekommst. Das aber noch nicht alles. Wir bekommen natürlich auch hier jetzt mit der T-Rex Ultra 2 den neuen Biocharge-Wert, also eine Art Body Battery. Einmal bekommen wir natürlich den aktuellen Status. Was jetzt neu mit den Updates dazugekommen ist, ist dann auch hier euer Wert beim Aufwachen. Das heißt also, der Startwert des Tages sind 66 und ihr bekommt jetzt auch schön grafisch angezeigt, wie dann der Tagesverlauf war. Und solltest du eine Aktivität gemacht haben, dann bekommst du diese jetzt auch hier mittlerweile angezeigt, beziehungsweise wie viel Biocharge-Werte diese verbraucht hat. Und so hast du es dann auch mit im Überblick. Was leider immer noch der Fall ist, dass der Biocharge-Wert nicht den Stress insgesamt mit abbildet, sondern immer noch ein eigenes Stress-Widget ist. Das heißt also, ich wünsche mir einfach, dass die Werte hier zusammen sind, weil diese hängen natürlich auch ganz stark voneinander ab. Beim Stress selbst bekommst du auch nochmal eine Tagesübersicht, als natürlich auch eine Wochenübersicht der letzten 7 Tage ist ebenfalls mit dabei.
Und soll es mal zu stressig sein, kannst du natürlich auch Atemübungen machen, um dann hier etwas runterzukommen. Und wie ihr es von Amazfit-Uhren gewohnt seid, gibt es auch hier den sogenannten PAI-Wert. Der wird auch mit angeboten. Der sollte immer über 100 liegen für ein gesundes Leben. Ich war jetzt hier selber etwas krank, konnte nicht viel Sport machen. Das sieht man hier ganz gut. Meine Aktivitäten hier langsam wieder gesteigert. Und auch hier bekommt ihr eine schöne Übersicht über den Tag. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich dann auch die Erholung bzw. der Schlaf. Ihr bekommt dann auch hier einmal Schlafwerte angezeigt. Die Schlaferfassung ist dann auch wirklich sehr gut. Also ich habe jetzt hier keine großen Abweichungen der Zeiten feststellen können. Es gibt dann auch einen Sleep Score, wie gut die Nacht gewesen ist. Und du bekommst auch nochmal detailliert angezeigt, wie sich der Schlaf dann hier über die Nacht hier zusammengesetzt hat. Und die Uhr hat auch die Möglichkeiten, hier Nickerchen aufzuzeichnen. Das hat sie bei mir auch sehr zuverlässig gemacht. Neben dem Schlafwert gibt es dann auch die Herzfrequenzvariabilität. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Erholung. Das heißt also, wie gut hast du dich dann in der Nacht überhaupt erholt. Es ist nicht nur wichtig, lange zu schlafen, sondern auch dann, dass ein erholsamer Schlaf ist. Hast du zum Beispiel viel gefeiert und Alkohol getrunken, kannst du zwar lange schlafen, aber der Körper erholt sich nicht wirklich. Und hier bekommst du dann auch nochmal eine schöne Übersicht angezeigt, wie sich das dann hier zusammensetzt, beziehungsweise ob du dann hier in deinem Bereich unterwegs bist. Was ich mir hier auf jeden Fall wünschen würde, wäre wie bei Garmin zum Beispiel eine Art Schlafcoach, der dir einfach sagt, okay, solltest du mehr schlafen, weniger schlafen oder wie kannst du deinen Schlaf verbessern? Das würde ich mir auf jeden Fall hier auf den Uhren direkt auch wünschen als eigenes Widget. Und zu guter Letzt, Basis für alles ist dann die Herzfrequenz bzw. die Herzfrequenzmessung. Hier bekommst du einmal schön grafisch angezeigt, aber natürlich auch eine Auswertung des Ruhepulses bzw. dann die Puls-Range, die ich heute hatte. Und da muss ich gleich was sagen, wenn wir uns nämlich in die Einstellung hineingehen. Die Uhr hat ja die Möglichkeit, hier auch kontinuierlich die Herzfrequenz zu messen. So habe ich es nämlich jetzt eingestellt. Standardmäßig steht diese hier auf 10 Minuten. Das heißt also, hier kannst du es auf jeden Fall in Einstellungen einstellen, wie du es dann für dich haben möchtest. Was dann auch nicht fehlen darf, ist natürlich dann auch noch eine Blutsauerstoffmessung. Die wird ebenfalls hier mit der Ultra 2 unterstützt. Im Bereich des Trainings gibt es auch viele Optionen, wie du mit deiner T-Rex Ultra 2 trainieren kannst. Einmal hast du die Möglichkeit, über die ZEP-App hier den ZEP-Trainer zu nutzen. Das heißt also, du kannst einen Trainingsplan hinterlegen für 10 Kilometer, 5 Kilometer Halbmarathon und da bekommst du hier einen Trainingsplan angezeigt. Der ist jetzt heute zum Beispiel hier bei mir auf Ruhepause. Sehen wir auch hier, wie viel wir abgeschlossen haben. Beziehungsweise du bekommst auch eine Übersicht der Trainingstage, als natürlich dann auch eine Trainingserinnerung, falls du dann hier wissen willst, ob du heute trainieren solltest. Und solltest du mit Intervalls ICU trainieren, das wird jetzt auch direkt hier auf die Uhr supported bzw. unterstützt. Aber du hast auch die Möglichkeit, in der ZEP-App selbst eigene Trainings zu erstellen, sei es Intervalle, lange Läufe. Das ist möglich. Und es werden auch Hyrox-Trainings unterstützt. Das heißt also, da kannst du auch verschiedene Stufen einstellen, beziehungsweise diese dann auf die Uhr starten. Und dann kannst du auch dein Hyrox-Training durchführen, beziehungsweise natürlich auch Hyrox-Aktivitäten aufzeichnen. Und möchtest du aber nicht direkt mit einem Training trainieren, sondern einfach nur laufen gehen und zum Beispiel gegen eine Zeit antreten, dann ist es auch möglich. Du hast nämlich zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit dem virtuellen Pacer eine Zeit zu hinterlegen, eine Zielzeit, und dann bekommst du auch immer live angezeigt, ob du davor oder danach bist. Und so hast du es dann auch hier mit im Überblick. Was das Aktivitätstracking selbst angeht, so bekommt ihr hier wirklich alles angeboten, was uns Amazfit hier an Sportarten anbietet. Insgesamt sind es hier über 170 Aktivitäten, das heißt also von Freitauchen über Schnorcheln, aber auch Klettern bzw. Multisport ist hier alles dabei. Du kannst aber auch Rucking aufzeichnen, das heißt also hier zum Beispiel mit dem Rucksack unterwegs bist, kannst du das Gewicht hinterlegen, wobei man auch sagen kann, bei anderen Sportaktivitäten wie zum Beispiel Traillaufen, Laufen, kannst du dann auch ein Gewicht hinterlegen, das ist auch möglich. Es gibt natürlich auch die Option, klassische Outdoor-Indoor-Sportarten aufzuzeichnen, wie Rad und Laufen, aber auch weitere Fitnessstudio-Möglichkeiten sind hier eine Option. Und natürlich gibt es dann auch hier Kitesurfen und Segeln, falls du viel mit dem Wasser unterwegs bist. Oder wenn du Sport machst, vor allem Wintersport, ist dann Skilaufen interessant, Skitouren, und es wird sogar hier Biathlon unterstützt. Aber auch für Reiter als auch Seilspringer habt ihr die Option, hier das Ganze als Aktivität mit zu tracken. Während des Trainings selbst bekommst du natürlich auch alle möglichen Daten angezeigt. Du kannst auch für jede Aktivität die Datenfelder selber individuell gestalten. Das heißt also natürlich klassische Pace als auch Herzfrequenzzonen werden angezeigt, aber auch Laufeffizienzwerte sind mit dabei, als natürlich auch Leistungsmessung am Handgelenk. Und was auch neu hinzukommt, ist dann die Steigung angepasste Pace. Das heißt also, wenn du den Berg hinaufläufst, dann wird es einfach umgerechnet, was das hier auf der Geraden bedeuten würde. Das gleiche ist natürlich dann auch bergab.
Und solltest du dich navigieren lassen, dann bekommst du auch eine Climb-Funktion, wenn du einen Berg rauf oder runter läufst. Dann siehst du auch immer, wie viel Reststeigung hier noch am Berg ist. Und es gibt natürlich dann auch eine direkte Übersicht deines Trainings. Was dann neu hinzukommt, das haben wir auch mit T-Rex 3 Pro mit dem Update nun erhalten, sind hier Sprachaufzeichnungen während der Aktivität. Dafür müsst du links unten die Taste etwas länger drücken und dann kannst du hier eine Sprachaufzeichnung durchführen. Diese Sprachaufzeichnung wird auch direkt dann hier synchronisiert. Wir können einfach mal in eine Aktivität hineingehen. Das war jetzt mein Lauf. Sehen wir auch hier schon, Steigung angepasste Pace wird hier angezeigt. Tempo, das ist alles jetzt hier möglich zum Auswerten. Und wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir auch noch weitere Daten, wie zum Beispiel Leistung, Höhe, als natürlich auch die Effizienzwerte. Das ist alles mit dabei. Und die Trainingseffekte. Und sehen wir auch hier schon die Notiz. Da sehen wir jetzt einmal detaillierte Anzeige bzw. ein Transkript. Sehen wir auch hier, wird direkt hier geschrieben. Aber ihr könnt euch das natürlich auch anhören. Ja, erster Lauf nach Krankheit und Hüftproblem. War noch nicht so gut, vielleicht zu früh gestartet. Und solltest du zum Beispiel ein Krafttraining durchführen, das ist nämlich auch sehr spannend. Krafttraining selbst werden ja die Übungen erkannt. Wobei ich jetzt hier an Geräten Beintraining gemacht habe, deswegen sehen wir hier auch keine Effekte. Beziehungsweise die Uhr konnte es jetzt schlecht erkennen, man kann es aber noch nachtragen. Aber was spannend ist, wir sehen hier eine Notiz. Sehen wir auch hier nochmal, wann ich diese hier gemacht habe. Beziehungsweise wir sehen auch hier oben ist ein Symbol. Das bedeutet, hier habe ich die Notiz aufgezeichnet. Das heißt also, für jeden Übungsabschnitt kannst du ja auch eine eigene Notiz machen. Es ist nicht schlau, um 10 vor 6 ins Fitnessstudio zu gehen, zu voll. Eine Stunde später macht es mehr Sinn. Also ich habe jetzt einfach mal testweise was eingetragen. Aber du kannst zum Beispiel auch sagen, ja, das Gewicht war zu hoch oder ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Also du kannst es direkt vermerken und dann hast du auch wirklich für deine eigene Einheit das hier hinterlegt. Und das finde ich wirklich sehr praktisch. Neben einer detaillierten Datenanalyse in der ZAP-App als auch auf der Uhr bekommst du natürlich dann auch einen Trainingszustand angezeigt. Hier siehst du einmal den Trainingsload auch direkt auf deiner Uhr. Es gibt dann auch noch den sogenannten VO2 Max-Wert. Da muss ich aber sagen, der fällt bei mir hier 4 Punkte niedriger aus als mein tatsächlicher Wert. Da habe ich aber mit Amazfit-Uhren schon immer so meine Probleme gehabt. Und es gibt dann auch hier nochmal die Erholungszeit. Das heißt also, hier siehst du auch direkt eine Übersicht, wie lange du dich dann erholen sollst. Auch im Bereich der Navigation hat sich etwas getan. Zu einem bekommst du mit der T-Rex Ultra 2 direkt hier auch schon Basiskarten vorinstalliert auf deiner Uhr. Das ist schon mal sehr löblich. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du auf deine Uhr gehst, hier auch weitere Daten herunterzuladen bzw. Karten. Wenn wir auf die Karte draufgehen, da hat sich ein bisschen was geändert. Hier sehen wir jetzt einfach Basiskarten, die installiert sind. Und wenn du jetzt hier auf das Basiskartensymbol drauf drückst, dann kannst du auch noch Skikarten und topografische Karten herunterladen. Das heißt also, diese kommen dann auch direkt auf die Uhr und werden dann hier auf der Karte angezeigt. Und Stichwort Karten, du bekommst natürlich hier, wie gesagt, offline topografische Karten angezeigt. Was sich hier geändert hat, sind vor allem die Details. Es werden jetzt hier Feldwege gestrichelt eingezeichnet. Das heißt also, es gibt auch wirkliche Unterschiede. Details wie zum Beispiel eine Bundesstraße in Gelb, das hatten wir ja schon eine ganze Weile. Und es werden jetzt auch Treppen angezeigt. Das heißt also, da hast du auch direkt einen Überblick, ob du jetzt die Strecke fahren kannst oder auch nicht, falls du zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bist. Und natürlich dürfen dann auch Points of Interest nicht fehlen. Das heißt zum Beispiel Supermärkte werden direkt angezeigt. Oder bei mir zum Beispiel die Bushaltestelle. Und es steht sogar auf der Karte die Linie drauf, die hier an der Bushaltestelle hält. Die T-Rex Ultra 2 verfügt dann ja auch hier über eine Turn-by-Turn-Navigation, die auch wirklich sehr zuverlässig läuft. Entweder bis auf dem Datenfeld bekommst du die Anzeige angezeigt, so etwa 70 Meter vorher das erste Mal und an der Kreuzung selbst oder direkt auf der Karte und hast auch immer alles direkt im Überblick. Was die Planung der Routen selbst angeht, so kannst du einmal über die ZAP-App planen, das ist mittlerweile auf iOS und auf Android zur Verfügung gestellt oder natürlich über Komoot, da gibt es eine Schnittstelle direkt. Dafür brauchst du aber entweder ein Premium-Paket oder ein Kartenpaket, damit das auch funktioniert. Und du hast ja auch mit der T-Rex Ultra 2 die Möglichkeit, Routen direkt auf deine Uhr zu planen. Besser gesagt, sogenannte Roundtrip-Routing-Funktion. Da kannst du einfach sagen, in welche Himmelsrichtung möchtest du laufen, von einem aktuellen Standpunkt aus, wie viel Kilometer. Und dann kannst du für eine Aktivität entscheiden und die Uhr berechnet wirklich sehr schnell eine Route mit der Distanz. Und würde die Route nicht gefallen, kannst du einfach nach unten wischen und einmal neu berechnen. Das ist jetzt auch ohne Probleme möglich. Als die T-Rex Ultra 3 diese Funktion neu herausgebracht hatte, gab es hier und da bei manchen Probleme, dass man auf der Autobahn laufen sollte. Hatte ich jetzt persönlich noch nicht. Ich habe es auch mit der Ultra 2 nochmal getestet und habe mir die Route nochmal angeschaut. Ich konnte jetzt hier keine großen Abweichungen auf Bundesstraßen oder auf Autobahnen erkennen. Das hat bei mir hier sehr gut funktioniert. Und die maximale Routenlänge liegt dann hier bei 100 Kilometer. Die Routing-Fähigkeit der Uhr wirkt sich aber nicht nur auf das Roundtrip-Routing aus. Du hast auch die Option, wenn du zum Beispiel am Standpunkt hast, eine sogenannte Around Me-Funktion zu nutzen. Das heißt also, kannst schauen, welche Restaurants gibt es in der Nähe
oder zum Beispiel Fahrradgeschäfte, alles ist hier dabei. Und du hast dann die Möglichkeit, den Punkt auszuwählen und die Uhr berechnet dann auch eine Navigationsstrecke dorthin, beziehungsweise navigiert dich dann auf die Strecke, ohne dass du hier dein Handy verwendest. Und zu guter Letzt kannst du auch einen Punkt direkt auf der Karte auswählen, kannst sagen, da möchte ich hingehen und auch da kannst du eine Route hinberechnen. Das macht die Uhr dann auch völlig autark auf dem Gerät selbst. Insgesamt muss ich sagen, ich bin mit der Navigation der T-Rex Ultra 2 wirklich sehr zufrieden. Für mich ist nach den Garmin-Uhren die beste Navigationsuhr, die man momentan hier auf dem Markt bekommen kann. Im Bereich der GPS-Messung bietet uns die T-Rex Ultra 2 dann auch hier das duale GPS an, also das beste GPS, was er auf dem Markt bekommen kann. Und ich muss auch wirklich sagen, das macht die Uhr wirklich sehr gut. Ich war jetzt hier zum Beispiel im Ort unterwegs, wo es dann mit der Messung etwas schwieriger ist. Und im Vergleich zu der Forerunner 970, die ich zum gleichen Zeitpunkt getragen habe, im Multiband-GPS, hat die Ultra 2 hier auch deutlich bessere Werte aufgezeichnet. Das heißt also, da wo ich gelaufen bin, wurde der Track dann auch wirklich da angezeigt. Es gibt da eine ganz markante Stelle, bei dem die Garmin-Uhren immer Probleme haben. Da gibt es immer so kleine Ausreißer. Da laufe ich links auf der Seite auf dem Gehsteig und die Ultra 2 hat es wirklich sehr gut hier aufgezeichnet. Im Freigelände selbst hat die Uhr natürlich auch keine Probleme. Hier wird der Track ebenfalls sehr sauber aufgezeichnet. Was die Streckenlänge selbst angeht, hat die T-Rex Ultra 2 dann auch hier wieder kleine Probleme. Das heißt also, sie sind immer etwas kürzer als auf meinen anderen Uhren. So bei 5-6 Kilometer sind es dann als 70, 80 Meter, die dann fehlen. Das habe ich aber mit den anderen Amazfit-Uhren auch an der gleichen Stelle. Und wenn wir dann einen Blick auf die Herzfrequenzmessung werfen, so bekommen wir auch hier den neuen BioTracker 6 verbaut, was den Herzfrequenzsensor angeht. Ich habe jetzt ein paar Aktivitäten durchgeführt, konnte leider jetzt nicht so viele machen, weil ich noch ein bisschen angeschlagen bin. Das hört man vielleicht auch in der Stimme. Zu einem habe ich dann auf der Indoor-Rolle eine Aktivität durchgeführt. Da hat es natürlich den Vorteil, dass es hier keine Erschütterung im Handgelenk gibt, wie zum Beispiel beim Gravelfahren. Wir können auch sehen, dass die Messung hier sehr gut erfolgt ist gegenüber eines Brustgurtes. Anders sah es dann bei meinem Lauf aus. Da war es draußen etwas kühler, 5 Grad. Da haben die optischen Herzfrequenzsensoren aller Uhren hier ihre Probleme, also nicht nur Amazfit. Können auch sehen, der Verlauf wurde soweit sehr gut erkannt. Gerade so die ersten 10 Minuten, die Verläufe sind sehr gut. Aber wir können auch erkennen, ab Minute 20, 25, 24 gibt es hier und da doch ein paar Messfehler. Sie sind jetzt nicht gravierend, das heißt also, der durchschnittliche Puls ist dann auch ähnlich eines Brustgurtes, aber die Messfehler sind auf jeden Fall vorhanden, werden aber weniger, so wärmer es dann draußen mit den Temperaturen wird. Das sieht man dann auch bei meiner Kraftsporteinheit, die ich dann noch durchgeführt habe. Wir können ganz gut erkennen, dass hier auch die Verläufe sehr gut erkannt worden sind. Es gibt zwar auch hier bei Minute 10 oder Minute 25 ein paar Abweichungen, aber insgesamt war ich mit den Messwerten wirklich sehr zufrieden. Und auch wie gesagt, du hast die Möglichkeit, hier einen Brustgurt zu verbinden, um dann noch genauere Werte auf deine Uhr zu bekommen. Ganz interessant sind dann hier noch die Akkulaufzeiten und das ist auch wirklich das, was die T-Rex Ultra 2 hier wirklich sehr hervorhebt. Akkutechnisch ist hier ein 870 mAh Akku verbaut, also wirklich sehr groß, nochmal 25% größer als beim Vorgänger. Und damit bekommen wir auch wirklich sehr gute Werte. Amazfit gibt hier eine Akkulaufzeit bei normaler Nutzung von bis zu 30 Tagen an. Bei starker Nutzung sind es dann bis zu 15 Tage. Und auch bei der Aktivitätsaufzeichnung selbst mit dem besten GPS kannst du bis zu 50 Stunden aufzeichnen. Und solltest du hier auf einen Batteriesparmodus gehen, sind sogar bis zu 177 Stunden Laufzeit mit der Uhr möglich. Ganz spannend finde ich bei Amazfit noch die Angabe von Niedrigtemperaturnutzung. Das heißt, wenn du draußen hier bei sehr kaltem Wetter unterwegs bist und da schafft die Uhr dann bis zu 40 Stunden. Gerade die niedrigen Temperaturen haben Auswirkungen auf den Akku bzw. auf die Laufzeit. Daher finde ich den Wert wirklich sehr interessant. Ich selbst habe es natürlich dann auch mal im Alltag getestet, aber nochmal anders und zwar im Always-On-Modus. Die Herzfrequenzmessung war hier auf dauerhaft oder kontinuierlich eingestellt, also wirklich einen hohen Akkuverbrauch und die Blutsauerstoffwerte wurden auch gemessen, als auch Schlaftracking. Und da kam ich auf einen Verbrauch von etwa 0,33% pro Stunde. Das entspricht einer Laufzeit von 12,5 Tagen. Und da muss ich aber sagen, ich habe die Uhr auch sehr intensiv genutzt. Heißt also, ich habe öfters aufs Display drauf geschaut und mal geguckt, was die Werte so anzeigen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, hier auf starke Nutzung. Ganz interessant sind natürlich dann noch die Werte mit der besten GPS-Messung. Einmal beim Laufen draußen, auch im Always-On-Modus. Da kam ich auf einen Verbrauch von etwa 2% pro Stunde. Das heißt also, hier käme ich dann auf 47,9 Stunden Laufzeit, was wirklich sehr lange ist. Anders sah es dann noch beim Lauf mit Navigation aus. Da ist der Akkuverbrauch hier etwas höher, weil da noch Hinweise kommen. Die muss immer schauen, wo du gerade unterwegs bist. Bist du auf der Route oder weg? Da kam ich auf einen Verbrauch im Always-On-Modus auf 3,3%. Das heißt also, hier wäre eine Laufzeit von etwa 30 Stunden grob möglich gewesen, was wirklich sehr ausreichend ist. Also insgesamt kann man sagen, die Akkulaufzeit der T-Rex Ultra 2 ist wirklich hier sehr gut.
Ja, da komme ich zu meinem Fazit der T-Rex Ultra 2. Ein großer Kritikpunkt ist für mich auf jeden Fall der Name. Ich habe mir jetzt schon mehrfach rausschneiden müssen, weil ich immer T-Rex Ultra 3 gesagt habe, weil die T-Rex 3-Reihe ist jetzt hier mit der 3. Generation hier. Da wirkt es ab und zu, als würde T-Rex Ultra 2 veraltet sein. Nein, das ist sie auf jeden Fall nicht. Die Uhr ist die beste Uhr, die ihr von Amazfit bekommen könnt. Ich war wirklich sehr zufrieden, was die Uhr angeht. Auch die Verarbeitung ist wirklich extrem hochwertig. Ob einem das Design jetzt was zusagt, ist natürlich die eine Frage. Aber die alten Plastikoptiken oder das Gefühl, das hat man auf jeden Fall nicht mehr. Es sind wirklich mittlerweile sehr hochwertige Uhren. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass noch mehr Metriken miteinander verheiratet werden, um eine bessere Aussage zu machen, wie dein aktueller Trainingszustand ist, Trainingsbereitschaft oder Fitnessdaten. Da muss Amazfit auf jeden Fall noch dran arbeiten. Aber die Grunddaten, die ihr bekommt, sind wirklich sehr gut. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Helio Strap zu nutzen als Ergänzung fürs Schlafen oder auch der Helio Ring. Einziger Kritikpunkt ist hier, dass die Daten nicht immer alle miteinander verarbeitet werden auf den Geräten selber, sondern nur in der ZEP-App. Das heißt also, wenn du zum Beispiel 1000 Schritte mit deinem Ring sammelst und 1000 Schritte mit der Uhr, bekommst du nur 1000 Schritte auf die Uhr angezeigt und nicht 2000 Schritte wie zum Beispiel auf der ZEP-App. Da muss Amazfit auf jeden Fall auch noch dran arbeiten, aber sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg und ich kann die Uhr wirklich sehr empfehlen. Falls du eine Phoenix 8 Alternative suchst, ist das auf jeden Fall hier eine Möglichkeit, die du hier nutzen kannst. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du von der T-Rex Ultra 2 hältst. Ist es eine Option für dich oder würdest du eher auf die T-Rex 3 Pro gehen oder auf eine andere Uhr? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn dich noch mehr zum Thema Amazfit interessiert, ich habe auch eine Playlist rund um Amazfit. Da habe ich weitere Uhren getestet und auch Tutorial-Videos eingestellt. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals. Kannst du mal reinschauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich und den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.